Mein Name ist Maximilian Mayer und ich möchte Sie heute auf der virtuellen Hannover Messe recht herzlich begrüßen. Ich bin bei Athos in der Rolle als Industrie 4.0 Experte im Bereich Manufacturing zuständig und freue mich sehr, Ihnen in den nächsten Minuten unser Lösungsangebot zur Virtualisierung von Werksanlagen und Produktionsassets vorzustellen. Starten wir mit der Ausgangssituation in industriellen Produktionsunternehmen. Die Digitalisierung hilft Unternehmen, ihre Produktivität und Flexibilität in der Fertigung zu steigern. Durch die Digitalisierung können Verbesserungen in verschiedenen Bereichen erreicht werden, die in der Vergangenheit entweder vernachlässigt wurden oder mangels an vorhandenen Technologien nicht möglich waren. Die Produktions- und Anlagenplanung sowie deren kontinuierliche Verbesserung ist ein solcher Bereich. Die Unternehmen haben meist keine aktuellen räumlichen Grundrisse und Übersichten über die Positionen der Maschinen und Anlagen in ihren Produktionsstandorten. Diese räumlichen Daten von Anlagen sind jedoch für den digitalen Planungsprozess der Fertigungsinfrastruktur von wesentlicher Bedeutung. Aufgrund schwankender Nachfrage, neuen Kundenbedürfnissen und schnelleren Time-to-Market-Zielen werden Produktionsabläufe ständig aktualisiert und modernisiert. Dadurch verändern sich die Positionen von Anlagen, Bearbeitungszentren oder auch von Bereitstellungsplätzen für Material innerhalb der Fabrikhalle. Diese Aktualisierungen werden in der Vergangenheit meist manuell vom lokalen Personal durchgeführt. Das bringt einen erheblichen Aufwand und mangelnde Genauigkeit mit sich, da nicht alle Assets zentral dokumentiert und nachverfolgt werden. Um auch in diesem Bereich nun die Möglichkeiten der Digitalisierung gewinnbringend zu nutzen, haben wir als Athos eine Lösung der Werksvirtualisierung von Werksinfrastruktur in unser Portfolio aufgenommen. Dieses Lösungsangebot setzt sich aus digitalen und innovativen Bausteinen zusammen, um unsere Kunden eine maßgeschneiderte Lösung auf dem aktuellen Stand der Technik anzubieten. Die ständige Weiterentwicklung von Technologien und Konzepten im Umfeld von Industrie 4.0, wie zum Beispiel Digital Twin, Augmented und Virtual Reality, sowie dem industriellen Einsatz von Drohnen, haben hier einen aktiven Einfluss. Ziel der Werksvirtualisierung ist es immer, ein aktualisiertes und digitales Abbild der Ist-Situation in der Fabrik zu generieren. Dieses Abbild kann für zahlreiche Anwendungsfälle genutzt werden. Soviel zur Ausgangslage. Nachfolgend betrachten wir, wie diese digitale Lösung von Athos umgesetzt wird. Die Athos-Lösung zur Werksvirtualisierung unterstützt die Virtualisierung von Innen- und Außenumgebungen, Infrastrukturen sowie von Assets durch fotorealistische und interaktive 3D-Modelle. Dies umfasst die Aktivitäten Scannen, Fotogrammetrie, Nachbearbeitung, Modellzerlegung und das Authoring. Diese Dienste werden durch Modellbereitstellungssysteme und Modellvisualisierungslösungen auf Endgeräten sowie durch Systemintegrationsdienste ergänzt. Damit ermöglichen wir digital verbesserte Geschäftsprozesse. Beispiele hierfür sind Fernplanung und Fernsimulation, verbesserte Produktions- und Materialflussplanung und Augmented und Virtual Reality Anwendungsfälle. Was bedeutet das im Detail? Der Prozess kann bildlich in 3 Schritte eingeteilt werden. Erstens die Datenerhebung, also das Scannen der Umgebung. Zweitens die Rekonstruktion des 3D-Modells anhand dieser Daten und letztendlich das digital visualisierte Objekt, welches für die weitere Nutzung verwendet werden kann. Die Virtualisierung und die anschließende Vernetzung von Modellen bilden den Ausgangspunkt von Industrie 4.0. Ohne Virtualisierung ist eine übergreifende Informationsdurchgängigkeit im Sinne von Single Source of Truth noch eine effektive Datenauswertung oder Intelligenzeinbindung in die Produktion möglich. Nach all diesen Schritten stehen unseren Kunden eine breite Auswahl an möglichen Use Cases zur Verfügung. Als erstes können die 3D-Modelle, wie bereits erwähnt, für die Produktions- und Logistikplanung eingesetzt werden. Mit stets aktuellen Abbildungen der Produktionsumgebung wird den Planern das richtige Tool zur Hand gegeben, um deren Aufgaben effizienter zu gestalten und die kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben. Ein weiterer Use Case, der momentan bei vielen Kunden im Fokus steht, sind virtuelle Fabriktouren. Gerade in der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie ist es essentiell für einige Unternehmen, virtuelle Touren für deren Kunden oder Lieferanten anzubieten. Beispielsweise wurden früher für Qualitätsbewertungen im Beschaffungsprozess lokale Fabrikaudits durchgeführt, welche mit dieser Lösung virtuell abgehalten werden können. Dadurch können enorme Zeit- und Kostenersparnisse realisiert werden. Außerdem möchte ich hier noch 2 Augmented und Virtual Reality Szenarien erwähnen. Zum einen können die 3D-Modelle mit Hilfe von VR-Tools für das Safety- und Assembly-Training von Mitarbeitern genutzt werden. So ist es möglich, Anleitungen für den Zusammenbau zu erstellen, um neue Mitarbeiter auf diesem Bearbeitungsschritt zu trainieren.
oder um Sicherheitsschulungen vorzubereiten, die direkt in der virtuellen Umgebung abgespielt werden. Augmented Reality kann für Maintenance- und Assembly-Unterstützung verwendet werden. Durch interaktive Tools können beispielsweise einem Wartungstechniker Reparaturanweisungen oder zusätzliche Informationen der Maschine in die reale Umgebung projiziert werden. Somit kann der Werker in seiner Arbeit proaktiv unterstützt werden, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden. Die nachfolgende Videosequenz zeigt ein Beispiel einer Sicherheitsschulung, welche mit der ATOS Werksvirtualisierung für den Kunden umgesetzt wurde. ATOS vereint das spezifische Know-how der Manufacturing-Industrie mit dem neuesten Wissensstand über Technologie und Anwendungsfälle. Lassen Sie uns zunächst den ersten Schritt etwas genauer beleuchten. Das Scannen der Umgebung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Die erste Voraussetzung, die betrachtet werden muss, ist, ob das zu visualisierende Objekt im Innenbereich oder im Außenbereich lokalisiert ist. Dies ist vor allem wichtig, um die richtige Methode zum Scan zu ermitteln. Dabei gibt es wiederum unterschiedliche Varianten, sowohl technologisch als auch anwendungstechnisch. Im Generellen werden zwei verschiedene Verfahren eingesetzt. Die benötigten Daten können entweder durch fotografische Ablichtungen oder auch durch Laserscanner aufgenommen werden. Weiterführend wird dann das Handling der Aufnahmegeräte bestimmt. Dabei kann man zwischen manuellen und automatisierten Scanvorgängen unterscheiden. Manuell eingesetzt werden zum Beispiel Standscanner oder bewegliche Wägen, welche mit Scan-Hardware ausgestattet sind. Automatische und wiederholbare Scanvorgänge können zum Beispiel mit Hilfe von Drohnen durchgeführt werden, welche durch künstliche Intelligenz einen definierten Weg abfliegen und somit scannen können. Das ermöglicht einen erheblichen Zeitgewinn und erhöht damit drastisch die möglichen Iterationen, mit denen das digitale 3D-Modell auf dem neuesten Stand gehalten werden kann. Je nach Anwendungsfall kann das luftgestützte Scannen auch um vom Menschen erfasste Inhalte erweitert werden. Zu diesem Zweck ermöglicht das räumliche Scansystem von ATOS einen technologieunabhängigen Ansatz bei der Erfassung von Umgebungen. Auf diese Weise können Endbenutzer Inhalte mit verschiedenen Methoden erfassen, ohne den damit verbundenen Komplexitäten leben zu müssen. Kommen wir nun zum zweiten Schritt, der Generierung des 3D-Modells. Die im vorherigen angesprochenen Scanvorgänge erzeugen dann eine sogenannte Punktewolke, welche alle relevanten Eckpunkte der Umgebung und der Objekte darstellen. Diese Punktewolke kann durch das Verwenden von Fotogrammetrie-Software in das 3D-Modell überführt werden. Die erfassten Scandaten werden vom ATOS Backend für räumliche Informationen verarbeitet und dieses Backend verwendet zum Beispiel 3D-Tools von unserem Softwarepartner Bentley, welche State-of-the-Art-Algorithmen zur Inhaltsverarbeitung bereitstellen. Ergebnis des Ganzen ist dann ein fertiges 3D-Modell als CAD-File. Um genaue Positionsinformationen zu erhalten, verwendet das ATOS-Scansystem eine fortschrittliche Sensordatenfusion, die Locating-Algorithmen, GPS- und markergestützte Ankerpunkte kombiniert, und diese Informationen werden als Metadaten für die räumlichen Verarbeitungssysteme gespeichert, um die Modelle mit besserer Qualität zu generieren. Nach der erfolgreichen Visualisierung möchte ich nun auf den wichtigsten Schritt eingehen, die Verwendung der erzeugten 3D-Modelle. Dazu beinhaltet das Lösungsangebot von ATOS die Flexibilität für die Integration externer Dienste, um eine Verbindung zu kundenspezifischen Datenquellen wie zum Beispiel ERP, MES oder CRM-Systemen herzustellen. Auch eine Integration in die Cloud- oder Edge-Computing-Umgebung ist möglich. Nach der Bereitstellung durch das ATOS Content and Authoring Management stellt die Lösung sicher, dass die angereicherten Informationen auf Mobilendgeräten wie Smartphones, Tablets, Mixed Reality-Brillen und Head-Mounted Displays verfügbar sind. Hierzu wird ein plattformübergreifender und geräteunabhängiger Visualisierungsengine verwendet, welcher beispielsweise auf Microsoft HoloLens, Windows-Tablets sowie auf Android-Tablets und Smartphones ausgeführt werden kann. Als nächstes können die 3D-Modelle mit zusätzlichen Informationen und Daten angereichert werden. Zu diesem Zweck stellt die ATOS-Lösung Tools zur Verfügung, mit denen sichergestellt wird, dass Sensordaten in Echtzeit aus Maschinen und auch aus anderen IoT-Geräten mit den 3D-Inhalten verknüpft werden. Dieses Toolset beinhaltet außerdem eine Anwendung, um Augmented Reality-Inhalte direkt in die visualisierten Umgebungen zu platzieren und zu verwenden. Wir sind bestrebt, dieses Know-how stetig auszubauen und dadurch unseren Kunden innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen. Im speziellen Fall der Werksvirtualisierung ist ATOS der Partner der Wahl, da wir sämtliche Bausteine dieser Projekte anbieten und miteinander kombinieren können. Von der Datenüberhebung über die Generierung der 3D-Modelle bis hin zur Integration der einzelnen Use Cases profitieren Sie von einer durchgängigen und effizienten Ende-zu-Ende-Lösung. Herauszustellen ist weiterführend, dass ATOS einer der wenigen IT-Service-Anbieter ist,
welche auch Indoor-Scans selbst anbieten. Mit der globalen Präsenz von Atos und unseren Lösungsexperten stehen wir Ihnen weltweit zur Verfügung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video einen interessanten Einblick in unsere Lösung der Werksvirtualisierung geben und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme für weiterführende Gespräche. Dankeschön.